Guten Morgen, Leute. Ich wollte euch das hier nicht vorenthalten. Oh ja, sehr schön. Ich bin komplett im Arsch, weil ich nicht gut geschlafen habe. Aber so kann der Tag doch beginnen. Ne? Da fehlt noch was. Da kommt bestimmt noch was gleich. So, das wollte ich euch eigentlich zeigen. Jetzt sind wir komplett. Also schmeckt alles richtig gut, muss man sagen. Auch die nicht veganen Sachen habe ich ein bisschen probiert. Man ist ja nicht immer in Tunesien. Meine Freunde der Nacht, ich wollte euch nur mein Zimmer mal kurz zeigen, bevor ich auschecke. Also das ist mein Zimmer. Ja, quasi Balkon, aber ich komme da nicht raus. Und das ist der kleine Garten, wo ich reinschaue. Da ist das Essen. Und wenn du da durchgehst und so durch ein Labyrinth, kommst du irgendwann am Eingang raus, wo auch immer. Hier geht's runter. Und ja. Auf der anderen Seite habt ihr einen schönen Ausblick auf die Stadt und auf die Dächer. Aber ihr seht das in diesem Mosaik und so. Also es hat ein paar krasse Details, dieses Haus noch. Ihr wisst, ich mache ja keine bezahlte Werbung. Alles nur für den Fame. Aber falls ihr den Namen des Hotels wissen wollt, einfach 5 Euro auf mein PayPal überweisen und dann sage ich den euch. Vielleicht. Hier das arabische Berliner Luft. Also wenn ihr da müsst ihr nur noch Wodka reinmischen und ihr habt das perfekte Getränk dafür. Das ballert richtig weg. Also so vom Kotzgefühl. Ihr wisst, was ich meine, wer Berliner Luft getrunken hat. Frisch geduscht fällt mir gerade auf. Ich habe ja eine Küche. Ja? Aber fällt euch was auf? Keine Spüle, nichts. Ich habe jetzt 1000 Schränke, als würde ich hier 3 Monate übernachten im Hotel. Aber ich kann mir kein Essen zubereiten hier. Gar nichts. Ich habe einen Kühlschrank. Manche fragen sich ja, Damian, wie schaffst du es immer so viel zu reisen und so viel zu sparen? Jetzt zeige ich euch 3 Spartipps, mit denen ihr überall durchkommt. Und zwar erstens: Bad komplett ausräumen, alles mitnehmen an Shampoos. Ich spart locker 3-4 Cent pro Übernachtung. Jetzt überleg mal, du schläfst 10 Tage in einem Hotel, mal 3 Cent, du hast 30 Cent gespart. Ha? Ein bisschen Nation. Auf jeden Fall Tipp Nummer 2. Duschen. Duschen. Ihr spart Wasser. Ihr wisst, wie viel Wasser in Deutschland gerade kostet. Aus Prinzip 4-5 Mal duschen am Tag. Du willst in den Pool gehen, geh duschen. Du wolltest eigentlich feiern gehen, geh duschen. Du hast ein Date mit einer Frau, geh danach duschen, geh davor duschen und während dem Date, geh duschen. Du hast dir mal was gegönnt und hast einen Fernseher in deinem Zimmer? Mitnehmen. Natürlich kann es mal vorkommen, dass Sachen nicht wie geplant sind. Zum Beispiel, es passt nicht alles in die Tasche. Dann musst du es so packen, dass es keiner merkt. Ich zum Beispiel habe eine Tasche gekauft, wo man gar nicht merkt, dass sie voll beladen ist. Also, ich kann diese Tasche ruhig empfehlen. Wenn jemand von euch noch von Harry Potter diesen Umhang hat, wo man gar nichts sieht, noch besser. Aber ich habe leider nicht so einen. Entweder ich bin dumm oder ich kann nicht zählen, aber das wären jetzt mehr als 3 Tipps. Naja, kann ich in der Küche was nehmen mit einer Glühbirne? Na, scheiß drauf, brauche ich nicht, habe ich zu Hause. So, und der allerwichtigste Tipp, um Geld zu sparen, bevor ihr zahlt, einfach abhauen. Jetzt im Auto, bevor das Hotel das meldet und ich zum Flughafen komme, habe ich genau 34 Minuten, das ist so der Durchschnitt, also müsst ihr euch beeilen und ich nehme genüsslich ein Video auf, weil ihr wisst ja, mein Humor. Auf jeden Fall wollte ich sagen, wie ihr seht, es regnet und es ist mega warm. Sowas liebe ich, also sowas, das ist so ein erfrischender, schöner Regen, die Pflanzen haben was, mich stört der Regen gar nicht, also es sieht mir jetzt mehr aus, als es ist, war jetzt über einen langen Zeitraum. Und ja, jetzt gehen wir zur nächsten Etappe, Monastir, und auf dem Weg werde ich euch ein paar Sehenswürdigkeiten zeigen, die es hier gibt, von den Römern gebaut. Und ja, lasst euch überraschen. Ich hoffe, ich habe keine Überraschung.
dann sind wir schon mal. Ohne Spaß, ihr werdet gleich glauben, ja, er ist rein und raus am Anfang. Ich war gerade im Stadion und habe mit dieses Stadionaufbauen geredet. Durfte reingehen, also wenn du jetzt geradeaus durchgehst, noch 30 Meter bist du auf dem Feld. Ich glaube, man sieht es, glaube ich, im ersten Video. Und ich habe mit denen geredet, heute spielt Club Africain gegen, wie heißen die aus Sousse? Etoile. Und das ist so das Spiel, es geht um Platz 1 in der Liga. Der Gewinner kann Meister werden, also es wird rappelvoll, meinten die. Die spielen um 17 Uhr, ich überlege sogar wieder zurückzufahren, um das Spiel reinzuziehen. Ja, ich bin mega froh, dass ich hier reingegangen bin. Das sind diese Erlebnisse, wovon ich immer erzähle. Man muss einfach versuchen, hier war überall Polizei. Ich dachte, als ob die mich reinlassen. Und ja, mal sehen, vielleicht schaue ich mir das Spiel an. Aber ich hätte gern ein Foto gemacht, ich habe gefragt, aber ich durfte leider keins machen. Ihr könnt einfach das Stadion googeln, Stade Olympique de Rabat. Es ist das Nationalstadion von Tunesien. Die sind ein bisschen wie Kroaten, Liga ist so lala, aber Nationalteam ist regelmäßig bei der WM dabei, ganz gut. Wir waren Dritter, aber das ist eine andere Geschichte. Und ja, jetzt geht's weiter und vielleicht komme ich wieder zurück später. Aber ich überlege gerade wieder reinzugehen und zu fragen, wo ich Tickets kaufen kann. Das ist eigentlich keine schlechte Idee. Ich war nochmal drin. Also, es ist schon seit Tagen ausverkauft. Braucht man sich gar keine Hoffnung machen. Hätte ich mir auch denken können. Also die Afrikaner, die Tunesier, die lieben Fußball. Hat man ja auch in Marokko gesehen bei der WM. Und ja, jetzt geht's weiter. Ich schaue mir das Spiel an im Fernsehen einfach an. Während ich genüsslich eine Shisha rauche oder so. Wer weiß, wo mich der Weg hinführt. Ja, langsam wird es auch hier voller Menschen kommen. Arbeiter, Polizei ist da hinten. Ja, bis nachher, Leute. Eine Sache wollte ich noch erzählen. Und zwar, ich bin mega froh, wie mein Französisch besser geworden ist. Was heißt besser? Immer wenn ich in die Lage versetzt werde, dass ich reden muss, dann spreche ich immer viel besser. Also ich konnte mit dem Mann locker 15, 20 Minuten einfach normal reden. Das liegt auch daran, vom Englischen leite ich viel ab. Wenn es heißt complete, ich sage complètement, verstehen die. Oder le match, the match. Und dann le match aujourd'hui. Ja. So, meine Freunde, 2 Stunden Fahrt, wieder Sachen gesehen, die ich sonst nicht sehe. Da ist einer, der blitzt mich an oder macht Abblendlicht, damit ich auf die Seite gehen soll. Dann mache ich Platz, damit er seine 140 brettern kann. Dann sehe ich, der hat seinen Sohn auf dem Schoß. 140 bretterst du auf, die Autobahnen sind aber recht gut, an mir vorbei mit deinem Sohn im Schoß. Dann gibt es Mautgebühr. Ich habe bei der ersten 1,40 bezahlt, also Dinar. Das ist, wie viel ist das in Euro? 50 Cent? Ja, ein bisschen weniger als 50 Cent. Und ich habe, weil sie 10,4 gezeigt hat, dachte ich, sie meint 14. Habe ich erstmal einen 20er reingedrückt, bei 1,40. Und statt dass sie eine Fresse zieht, ganz fröhlich, ganz hip, gibt die mir 18,60 zurück. Mega freundlich, ich muss hier eine Lanze brechen für die Tunesier. Ich habe einiges erwartet, man weiß nie. In Ägypten waren die Leute mehr darauf bedacht, einen abzuziehen, aber hier mega freundlich die Leute, auch diese Souvenirverkäufer. Bisschen aufdringlich, aber in so einer netten Art und Weise. So, komm in meinen Shop, nur gucken, nicht kaufen. Ich so, nee, danke. Und dann gibt er einfach auf, ohne eine Fresse zu ziehen oder so. Also kann ich nur ein Lob aussprechen. Und überall sind Polizeikontrollen, also auf vielen Kreisverkehren, gerade wenn du in eine Stadt oder rein oder raus fährst. Man mag jetzt meinen, das nervt. Ich wurde auch gestern Abend einmal angehalten, 2 Minuten, und dann war ich durch. Also Grüße an meinen Freund Mustafa, mit dem ich ja fast einmal
abgezogen werden sollte von den Polizisten in Marokko. Und ja, da fühlt man sich auch sicher, wenn man davon ausgeht, dass der Staat was dafür tut, dass die Leute sich sicher fühlen, dann finde ich das voll in Ordnung, so eine Maßnahme. Ich glaube, in Deutschland wäre es nicht anders, wenn man sich etwas unsicherer fühlen würde. Zum Glück leben wir in einem Land, wo eigentlich nichts so wirklich was passiert. Entführung gibt es, aber nicht in dem Sinne, dass du unbedingt gekidnappt wirst auf der Straße oder irgendjemand Waffen mit sich zieht. So wie ihr seht, es regnet. Ich bin wieder genau in die Wolke rein. Also hinter mir ist die Wolke und vorne, ich weiß nicht, ob ihr seht, es ist schon wieder, ja, ihr seht es nicht, doch, man sieht es, seht ihr da endet die Linie, so, und da ist es auch immer wieder hell. Und ich gehe jetzt in die Burg rein, in Kayuran. Ja, Kayuran, das ist eine Stadt bisschen ins Landesinnere. Ihr würdet jetzt denken, Kayuran, das klingt wie Tetuan. Ja, es ist in die gleiche Richtung, und Tetuan sollte den eingefleischten Star Wars Fans was sagen, weil Tetuan, dort wurde der Film Star Wars gedreht, und da handelt die Story von dem Planeten Tatooine. Und da ist Luke Skywalker geboren. Und dann gibt es ja diese komischen Häuser, wo der lebt in der Wüste mit diesen Kuppeln. Und genau das ist in Tetuan. Und danach ist auch der Planet benannt. Und Tunesien war ein mega Reiseziel, oder war es bis vor kurzem immer noch, hat viele Star Wars Fans angezogen. Leider hat der Terrorismus vor 8 Jahren viele Leute verschreckt, weil es dann Entführung gab. Und es gab so einen Irren, der mal mit einer Kalaschnikow am Strand entlang gegangen ist und Hotelgäste abgeballert hat. Daraufhin ist die Sicherheitsstufe höher gegangen, und jetzt ist es eigentlich, seitdem ist nichts mehr passiert, aber der Staat geht auf Nummer sicher. Touristen hat es aber leider sehr, sehr verschreckt, gerade in die Gebiete, die ein bisschen südlich oder landesinnern sind, in die Wüste, und Tetuan ist genau die Grenze. Also ab da sollte man auch sich nicht mehr bewegen, außer man macht eine geführte Tour. Ja, ist auch in Richtung Libyen, Lamsang, und in Libyen ist immer noch Bürgerkrieg, deswegen sicher ist sicher, ich gehe nicht so weit. Bisschen nördlicher wiederum ist wieder Djerba, und das ist Touristengebiet hoch 10. Also ja, ich bewege mich jetzt rein, falls der Regen mich nicht zu sehr nervt, und dann sehen wir uns aus der Burg, aus dem Stadtzentrum und was noch so kommt. Ohne Spaß, es regnet hier und ich kriege einen Regentropfen ab, denke mir, ich sitze doch im Auto. Und die ganze Zeit war irgendwas hat mich genervt, und habe ich einen Windpfeifen hören und was weiß ich, und ich so, Mann, hier kann doch gar nicht sein. Und jetzt sehe ich auf meinem Handy, auf dem Display sind auch 2, 3 Regentropfen, wo es hier regnet. Hä? Und jetzt merke ich hatte mein Fenster nicht richtig zu. Sieht man das? Seht ihr diesen Strich? Ja. Mein Fenster war so ein Spalt offen. Ich habe hingeguckt ganz aber ich habe es nicht gesehen. Ja, weil hier, seht ihr, man sieht hier hinter nicht. Ja. Jetzt weiß ich auch, warum es hier reinregnet, obwohl es nicht reinregnen kann. Ergibt Sinn. Aber ich habe keinen Bock, bei diesem Regen jetzt rauszugehen. Ja. Ich habe auch nicht viel Zeit in Tunesien, also. Aber wenn es so stark regnet, dann heißt es wird nicht lang regnen, das ist schon mal gut. Aber ich dachte, ich bin durch die Regenwolke durch. Nein, ich habe sie genau getroffen wieder. Es ist zwar gerade nicht so idyllisch hier im Regen, aber damit ihr seht, wie die Innenstadt von Kayuran aussieht, die Stadtmauer ist mega schön. Manche Gebäude haben auch ein schönes Mosaik an der Seite. Also mal sehen, was mich hier erwartet. Eigentlich hatte ich hier vor, was zu essen, aber mal sehen. Viele machen gerade auch zu, weil keiner da ist, weil es regnet. Na, hier ist es wenigstens trocken. Seht ihr, genau da ist die Wolke und da hört sie auf. Und genau über mir, und hier regnet es auf einmal nicht mehr. Also es hat hier geregnet, aber hier ist, also da 100 Meter weiter, ihr hört es auch gewittern. Regnet es, und hier bin ich in die richtige Richtung gelaufen, Richtung große Moschee. Hinter mir das Wahrzeichen von Kairouan, aber auch von der islamischen Welt, Al-Gami Al-Kabir Moschee oder auch Sidi Okba genannt. Und hier, als die Muslimen oder die Araber Lamsang Nordafrika erobert haben, wurde hier um 607 nach Christus schon eine Moschee gebaut, und um 800 noch was wurde diese zerstört, oder die ganze Region durch ein Erdbeben erfasst, also 40 Kilometer weiter wurde auch alles zerstört. Und die Leute haben hier wieder die Moschee gebaut, und die wurde 2-3 Mal zerstört, die haben sie wieder aufgebaut. Alles, was sie in der Nähe hatten, haben sie hierhin geschleppt, um diese Moschee zu bauen, weil die Menschen sind hier mega religiös, denen ist das mega wichtig, und in der muslimischen, arabischen Welt
hat dieser Ort sogar eine Bedeutung, beziehungsweise man kennt ihn, weil er einer der wichtigsten oder fundamentalen Orte des Islam sind. Aber trotzdem, wie ihr seht, ist sie sehr gut erhalten, immer noch heute, weil die Leute sie halt pflegen. Ich werde jetzt nicht reingehen, weil ich habe kurze Sachen an, sowas macht man nicht. Aber ich werde einfach ein Foto schießen und dann werde ich hier essen gehen. Ihr seht die Stadtmauer mega schön, die drumherum führt. Also da ist keine Stelle, die nicht so schön aussieht. Guck mal, da ist sogar ein Restaurant. Genau da gehe ich jetzt auch gleich essen. Und ja, der Regen hat aufgehört. Also ich fühle, das muss jetzt nicht Gott sein, aber ich bin jetzt hier willkommen. Regen hat aufgehört. Ich darf mir die Moscheen bestaunen ohne Regen. In diesem Sinne, mir selber, guten Appetit und bis nachher, Leute. Aber falls ihr denkt, wir Europäer haben mit der gar nichts zu tun, in Europa wurde über diese Moschee auch berichtet. Jetzt nicht genau die, doch genau die, sorry. Und Rainer Maria Rilke, ich habe irgendein Buch von ihm gelesen, aber ich weiß nicht welches in der Schule. Bekannter Dichter, Philosoph, hat sich aber auch, glaube ich, auf Nietzsche berufen. Auf jeden Fall war der auch hier zu Besuch und hat diese Moschee beschrieben. Also könnt ihr mal sehen, wie weit hier die Welt schon vor 100 Jahren vernetzt ist. Er war nämlich hier um 1910 bereits. 120 Jahre her, mein lieber schon. So, begeben wir uns mal ins schöne Restaurant El Bria. Wir werden es gleich erfahren. Ich habe gerade meinen Kaffeesatz getrunken und eindeutig, er sagt, dass ich demnächst wieder reisen werde. Ganz klarer Fall. So, kleine Empfehlung des Hauses mit Genehmigung zum Film hier in der Medina von Sousse. Ich habe gerade für eine Shisha, die 2 Stunden ging, dann konnte ich auch nicht mehr, ein Kaffee, ein Tee aufs Haus und ein Tee für 6,20 € bezahlt. Also ich kann euch das wärmstens empfehlen, wenn ihr in Sousse seid. Wie ihr seht, 20 Uhr, hier ist richtig was los. Die Leute haben gute Laune, ich glaube, deren Team hat heute gewonnen. Aber für mich geht das jetzt erstmal in mein Hotel, in die nächste Stadt, Monastir. Keine Zeit zu verlieren. So, ich baller jetzt noch nicht meine Texte, aber um zu erfahren zu Tunesien. Und zwar Tunis ist einer der wenigen Hauptstädte, womit sich auch europäische Hauptstädte nicht messen können, die ein U-Bahn-System haben. Wusste ich auch nicht, aber ich habe es die ganze Zeit gesehen, aber es ist mir gar nicht eingefallen. Aber gut. Welcome to Monastir oder irgendwo an der Grenze. Checkst ein in ein 5-Sterne-Hotel und dann gibt es kein Wi-Fi im Zimmer, sondern nur in der Lobby. Naja, egal. Da gehe ich auch gleich runter. Aber noch ein Fakt kann ich euch geben. Tunesien ist der drittgrößte Exporteur von Oliven. Wusste ich auch nicht, hätte ich auch niemals gedacht, das ist so trocken in der Wüste. Am Meer oder wenn ihr auf Google Maps guckt, seht ihr Richtung Norden, ist es grün und dann wird es Richtung Süden immer wärmer, mehr Sahara. Aber ja, Nummer 3, also Platz 3, nicht Fakt Nummer 3. Ich fühle mich ein bisschen wie diese Travel-Lisas, der redet mit mir Englisch und ich antworte auf Französisch. Er sagt, können Sie bitte runterkommen? Ich sage, oui, 5 minutes. Sag doch 5 minutes, Junge. Sei doch nicht wie die anderen. Guck mal, ich habe einen schönen Blick auf mein Hotel und die Lobby. Da muss ich jetzt und hier habe ich auch Internet. Ja. Worüber, meine Freunde? Das Internet ging nicht in der Lobby und sie konnte sich nicht erklären, genau heute. Also bin ich jetzt ein bisschen rumgelaufen, habe ein bisschen rumgefragt, was noch offen ist. 2 Bars sind offen und der Club. Es ist einfach niemand da, aber die Musik ist gut. Ich glaube, ich gehe alleine tanzen. Warum nicht? Ihr kennt mich, verrückter Typ. Fehlalarm.
Ich hatte 7 oder 8 Sekunden Internet, wollte mich gleich bei euch melden. Ein Scheißdreck. Vielleicht muss ich mich genau vor die Disco stellen, dann habe ich Internet. Dann tanze ich und bin auf der Tanzfläche mit Handy. Nur so geht's. Ansonsten, ihr seht, das ist ein schönes Hotel. Das ist ein bisschen zu wünschen übrig. Also was das alles geht. Vielleicht ist es morgen besser. Das Lustige ist, ich habe für 4 Euro Mehrblick buchen können. Und dachte mir, ach, bist nur eine Nacht hier, kommst eh abends an, brauchst keinen Mehrblick. Ich habe jetzt einfach ein Zimmer, was genau in der Mitte ist und genau aufs Meer schaut. Also was hätten die mir statt Mehrblick geben können? Hätte ich mehr gesehen, also Mehrblick, mehr, wenn ihr versteht. Also mehr brauchst du nicht, aber mehr brauchst du schon, wenn du verstehst, was ich meine. Von daher, ich zeige euch mal morgen meine Aussicht. Ist phänomenal. Ich hoffe, das Wasser sieht doch schön aus. Ich sehe es jetzt nicht nachts. Ich höre es nur rauschen. Aber es ist schon entspannt. Du guckst, setzt dich auf den Balkon und gerade links und rechts im Flügel. Du guckst gerade aufs Meer zu. Hierin, ja, ich bin jetzt in der Zone Touristik. Das Lustige ist, die haben ihren Google Maps Standort falsch angegeben und du landest in der Zone Industriell. Zum Glück habe ich das gecheckt. Ich habe ganze Zeit bei Booking, also wenn du bei Booking reingehst, wenn Google Maps antippst, steht da die Adresse. Und ich habe einfach so aus Spaß, oder keine Ahnung, nicht aus Spaß, aber keine Ahnung warum, ich habe über Google Maps das Ding gesucht und dann ist mir aufgefallen, Moment mal, das ist doch nicht, war mein Speicher voll und ich habe meinen Faden verloren, ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Egal, vielleicht komme ich später drauf. Auf jeden Fall, falls nicht, gute Nacht, Leute. Guck ich mal dieses Labyrinth hier. Das ist mega schwer, mein Zimmer zu finden. So. Pass auf, ich weiß nicht, ob ich selber finde. Weil ich immer in den Fahrstuhl nehme, ja, scheiße. Aber hier bin ich nicht gekommen. Okay, okay, ich sehe da. Ich habe diesen Fahrstuhl von genommen. Richtig. So, da lang. Ja, der Fahrstuhl geht nicht. Geradeaus. Und ich laufe jetzt schnell. Und bin ich langsam gelaufen. Jetzt kommt mir den WR2 der Weg. Also, fotografisches Gedächtnis. Geolokalisches Gedächtnis, sowas wollte ich eigentlich nicht, aber ich habe es jetzt erfunden. Und ja, habe ich gegeben. Voilà. Mit der Tür komme ich gar nicht klar, leider. Ja, da haben wir es schon. Ja, Maestro. Wer hat denn so eine Türklinke gebaut, muss mir mal einer erklären. Okay, auf einmal ist es auf. Naja, machen wir. So, mein Zimmer. Voilà. Vielleicht sieht man jetzt ein bisschen den Ausblick. Nicht schlecht, der Specht, oder? Da ist das Meer, das Schwarze. So, bevor ich mich schlafen lege, wollte ich mir nochmal den Hafen in Monastir abends anschauen. Ein kleiner interessanter Fakt über Monastir. Und zwar, Monasterion heißt im Griechischen Kloster. Und im Serbischen sagt man Manastir. Und daher gibt es auch im Deutschen das Wort Münster. Das kommt aus dem Griechischen. Und Monastir kommt auch aus dem Griechischen und das heißt Kloster. Lustigerweise gibt es hier gar kein Kloster und es gab vielleicht auch gar kein bekanntes, man weiß davon nichts. Aber Monastir ist eine der Festungen der arabischen, islamischen Welt. Als die Araber hier eingezogen sind, haben sie hier eine Festung gebaut, damit das Byzantinische Reich und die Phönizier, die davor waren, nicht zurückschlagen können. Das war also die Hochburg. Und es war auch ein Wallfahrtsort. Das hieß, wer 3 Tage hier Nachtdienst machen kann als Soldat, der kommt später ins Paradies. Also. Guten Morgen, Leute. Ich wollte euch das hier nicht vorenthalten. Oh ja, sehr schön. So, guten Morgen an alle. Es geht zur letzten großen Weltkulturerbe. Und dann geht es auch schon zurück zum Flughafen. Aber ich habe noch einen krassen Fakt für euch, wo ihr nie drauf kommen würdet. Und der handelt von der Pandemie. Die Tunesier haben während der Pandemiezeit, um sich technologisch zu beweisen, einen Roboter erfunden, der für die Polizei arbeitet. Und der sollte kontrollieren, ob die Menschen im Lockdown zu Hause sind. Das heißt, der Roboter hat dich sofort verpetzt, wenn du auf der Straße warst. Ja. Hat sich nicht so durchgesetzt, das Ding, weil die Lockdown dann weg war. Aber was es nicht alles gibt, ey. One way ticket, one way ticket, one way, I'm turning my ticket, one way.
Musica. Cha-cha. Bumba. Ich befinde mich hier vor Al Jem, dem größten Amphitheater der Welt, weil das Kolosseum ist ein Kolosseum. 35.000 haben hier reingepasst und das ist irgendwo nirgendwo, einfach in Tunesien. Und ich habe irgendein Fest erwischt. Es sind Leute hier, es ist Musik, sehr, sehr schön. Und ich schaue mich jetzt erstmal um, bevor mein Video wieder stoppt, weil mein Speicherplatz voll ist. Und ich suche mir erstmal den Eingang hier raus. Der da hinter mir verkauft da Ganja. Ich hoffe, das heißt auf Arabisch was anderes, weil sonst wird der hier nicht weit kommen und nur Probleme haben. Also ich verpetze ihn nicht, aber trotzdem. Ein bisschen bin ich gerade enttäuscht, weil ich habe gerade erfahren, dass die Römer gar kein Internet hatten. Also wie konnten die eigentlich die Ergebnisse in den anderen Stadien mitbekommen? War doch voll langweilig sonst, verstehe ich nicht. Auf jeden Fall, willkommen in Al Jem. No, tu stavi bene, io. Wisst ihr was krasses? Hier haben wir 35.000 reingepasst. Stellenweise sieht das aus wie noch damals. Heutzutage bauen die Stadien mit derselben Kapazität und nach 50, 60 Jahren musst du die renovieren, auch weil die Bausubstanz fehlt. Das heißt, die sind wirklich einsturzgefährdet. Und hier original, aus Stein, ohne Zement und Beton. Ich finde das mega krass. Manche nennen mich hier den Puma, aber ich fühle mich gerade wie eine Schlange. Diese Musik hypnotisiert mich. Ich fange gleich auch mit dem Kopf so an zu tanzen. Die Frau bei mir hat schon getanzt. Ich glaube, ich bin der Nächste. Ich habe den Tank wirklich auf die letzte Rille gefahren. Ich hatte noch 5 Kilometer oder 10 und dann bin ich angekommen und beziehungsweise habe dann getankt in dem Moment. Halleluja. Sehr knapp, aber ich liebe das Risiko. So, jetzt geht's wieder zurück nach Berlin. Also während wir alle boarden, habe ich heute gelernt, dass man am Flughafen in Tunesien nicht mit Dinar zahlen kann. In Tunesien. Du kannst nur mit Euro und mit Dollar zahlen. Und für ein Sandwich zahle ich nicht 8,50, weil dann in Berlin kostet es mich nur 5,50. Also ja, man lernt nie aus. Nichts mit tunesischen Dollar. Dann nehme ich die halt mit, so wie immer. Ich habe so eine Schatulle voller Geld. Locker, das sind nochmal 150 Euro einfach an Fremdwährung. Ohne Spaß. Ich kann das nicht umtauschen, weil es ist immer zu wenig von einer Währung oder die tauscht auch gar kein Mensch um. Naja. So ist das, wenn man ein bisschen reist. Ich habe gerade überlegt, also wenn ihr irgendein Land bereist, wo ich schon war, dann meldet euch bei mir, ich teile euch Geld um. Zum besseren Kurs als die Bank. Ich muss das nämlich loswerden. Meldet euch, bitte schreibt mir. Übrigens, kleine Hommage an meine Schuhe. Die seht ja mein Loch. Das wird wohl deren letzte Reise sein. Ich werde sie vermissen. Ich habe ja so eine ähnliche in derselben Farbe. Und mal sehen, vielleicht hole ich mir wieder dieselben in derselben Farbe. Ha. Auf jeden Fall schöne Grüße aus Tunesien. Das war's von mir.
was zu Hause, aber das muss ich euch erzählen. Die Frau neben mir hat richtige Flugangst. Zum ersten Mal ist sie geflogen, die hat sich auch die ganze Zeit übergeben, 3 Stunden lang neben mir. Aber ich schlafe immer, wenn es hochgeht. Auf einmal krallt sie sich in meinen Arm und fängt an zu schreien, ah! Aber ich war voll gechillt und dann hat die voll aufgeschrien und war voll aufgeregt und hat sich immer meinen Arm gekrallt. Die ganze, als wir gelandet sind, noch schlimmer. Das war mega süß von ihr. Also, eigentlich nicht, aber ich fand es irgendwie süß und ja, hätte nicht gedacht, dass jemand so Angst hat vom Fliegen.